They want people to pray with them. Und sie wollen, dass man für sie betet. And I try to be very German Und ich versuche ganz deutsch zu sein. because they gave me 1 hour, then a break 15 minutes, then another 1 hour. Sie haben mir 1 Stunde gegeben und dann eine Viertelstunde Pause und dann nochmal 1 Stunde. And I want to show how much this country bless me. Und ich will zeigen, wie viel Gutes mir schon dieses Land gebracht hat. And when I finished the first hour, exactly in the second, I said, we have break now. Und ich habe genau auf die Sekunde aufgehört nach 1 Stunde und habe gesagt, so, jetzt haben wir eine Pause. And people said, no, we want to complete the idea. Und die Leute sagten, nee, wir wollen noch weiterhören. I said, okay, and I went another 15 minutes. Und dann habe ich noch 15 Minuten weitergemacht. Would you like now break? Sollen wir jetzt eine Pause machen? No, 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 we want to complete the idea. Nein, nein, wir wollen, dass du deine Ideen noch weiter And auslegst. for 2.5 hours, they didn't let me to take a break. Und für 2,5 Stunden haben sie mich keine Pause nehmen lassen. But really, you see how much it's a blessing when God send thirsty and hungry for the people. Aber es ist so ein Segen, wenn Gott so einen Hunger und einen Durst in Menschen legt. And you can expect all kind of miracles because there is thirsty. Und du kannst alle möglichen Wunder erwarten, weil ein Durst da ist. If you feel you have everything, you cannot have miracles. Wenn du denkst, du hast schon alles, dann brauchst du keine Wunder erwarten. Think about miracle in all the histories. Denk an all die Wunder in der ganzen Geschichte. Always it comes because people are shouting. Die sind immer gekommen, weil Menschen danach geschrien haben. They feel they are need. Sie hatten diese Not. For that they catch the Lord and they ask him for miracle. Und sie haben sich an Gott festgehalten und nach dem Wunder gefragt. I just want to start this introduction because also our sermon today about the same subject. Und unsere Predigt heute wird das gleiche Thema haben. We are still in the celebration of resurrection of Jesus Christ. Wir sind immer noch in den Feierlichkeiten der Auferstehung Jesu. And today we will read about resurrection, but not Jesus' resurrection, Und heute lesen wir von einer Auferstehung, aber nicht Jesu Auferstehung. but about when Jesus resurrected Lazarus. Or Aber Lazarus. von der Geschichte, als Jesus Lazarus auferweckt hat. I'm just waiting for the beamer, Ich warte auf den Beamer. Okay. Ja, Okay. Technology miracles. das sind technische Wunder. Let us to read some verses I would like you to read from John 11. Und wir lesen aus Johannes And 11. this translation is from the New Lutheran Translation 2017. Und das ist eine neue Luther-Übersetzung von 2013. This year, Oh, 17, 2017. Johannes 11, Vers 1. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Then from 17. Und dann noch 17 bis 23. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Maria nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Amen. When we think about death, it's a very hard situation. Wenn wir an Tod denken, dann ist das immer eine schwierige Situation. There is a reality that the death is there. Es gibt die Realität, der Tod ist da. And when there is death, there is a lot of problems. Und wenn es Tod gibt, dann gibt es viele Probleme. Death has no mercy. Tod kennt keine Barmherzigkeit. You can see in this story, it's a very small family.
Du siehst in dieser Geschichte, das ist eine ganz kleine Familie. Even we don't hear about father and mother. Wir hören gar nicht, dass sie einen Vater oder eine Mutter hatten. Just 2 sisters and 1 brother. Nur 2 Schwestern und ein Bruder. And that death even didn't mercy this small family. Und der Tod hatte keine Barmherzigkeit mit dieser kleinen Familie. Started with illness and ended with death. Es fing mit Krankheit an und hat mit Tod aufgehört. And that death is just take this brother from these 2 sisters. Und der Tod hat einfach den Bruder den 2 Schwestern weggenommen. We have to remember this happened in Middle East, Und wir müssen uns daran erinnern, das ist im Mittleren Osten passiert. where the family has a big meaning. Und die Familie hat dort eine große Bedeutung. And for them to break this family, it's too hard. Und diese Familie ist auseinandergebrochen und das war eine sehr harte Situation. And I don't know any case of good death. Always it's hard, it's Und es bad. gibt keinen guten Tod. Das ist immer schwierig und hart. Even sometimes we are funny. We think about somebody has a lot of pain and he died. Und auch manchmal, wenn jemand große Schmerzen hat und dann stirbt. And we don't know this is the only thing he has, the life, and he just lost it. Okay, und das Leben ist das Einzige, was er noch übrig hatte und das hat er verloren. In fact, this story is speaking about somebody who really died. Und diese Geschichte spricht von jemandem, der wirklich gestorben ist. But I want also today to speak not just about the physical death, Aber ich will heute Morgen nicht nur vom physischen Tod sprechen, because it's not the reality of death is just the physical death. weil die Realität des Todes hat nicht nur etwas mit unserem Körper zu tun. You can walk in the street and see how many alive dead people. Und du kannst auf der Straße gehen und da gibt es viele lebende Tote. You can be close from people, Du kannst von Menschen umgeben sein and maybe you will have chance if they move their mask. und vielleicht hast du die Chance, dass sie ihre Maske etwas verrücken. And sometimes you see behind the smiling lot of sadness, Und manchmal siehst du hinter dem Lächeln auch die Traurigkeit. or behind the successful lot of broken. Oder hinter dem Erfolg viel Zerbrochenheit. Sometimes our society push us to do things even we don't like it. Und manchmal will die Gesellschaft, dass wir Dinge tun, die wir gar nicht gerne tun. And sometimes they make us like a machine, just do things and do things and do things. Und wir fühlen uns wie Maschinen und tun und tun und tun. We are very active, Wir sind sehr aktiv, but sometimes very dead, aber manchmal tot innerlich. have no life from inside. Und wir sind ganz leblos. Nice from outside, Schön äußerlich, but what is inside? aber das, was innerlich ist. And this story started when these 2 sisters struggled that their brother is ill. Und diese Geschichte fängt damit an, dass diese 2 Schwestern in Trauer sind und sie kämpfen damit, weil ihr Bruder krank ist. And they think to tell Jesus about him, maybe he will can come and heal him. Und sie wollen Jesus davon erzählen, dass er vielleicht kommt und ihn wieder gesund macht. If you read whole story, you will shocked that when Jesus here, he didn't come directly. Und wenn du die ganze Geschichte liest, dann bist du vielleicht geschockt, dass Jesus davon gehört hat, aber er hat nichts getan, er ist nicht gekommen. In fact, he stayed more 2 days in that village, Er ist sogar noch 2 Tage länger in dem anderen Dorf geblieben. and it was too late. Und dann war es zu spät. And sometimes we have this kind of question: Und manchmal haben wir diese Frage, why? warum? Why you allowed this person to die? Warum ist diese Person gestorben? Why you don't do anything when I need you to do something? Warum hast du nichts getan, als ich dich gebraucht habe? Why you didn't come in that minute when I need you? Warum bist du nicht in der Minute gekommen, als ich dich gebraucht habe? And many other questions about the reality of death surrounding us from everywhere. Und viele, viele Fragen mehr, die wir haben, wenn die Realität des Todes uns umgibt. Physical death is very bad, Physischer Tod ist schlimm. but many times there are a lot of kind of death we have it's more painful. Aber es gibt viele andere Tote auch, die noch viel mehr schmerzhaft sind. When your dream die Wenn dein Traum stirbt and you live without dreams, und wenn du dann ohne Träume bist,
I'm not speaking about a dream that when I'm sleeping. Ich spreche jetzt nicht über den Traum, den man hat, wenn wir schlafen. I'm speaking about that I am person dreaming to do something. Ich spreche jetzt über einen Lebenstraum, den eine Person hat. If I am living without dreams, this is a really death situation. Wenn ich ohne Träume lebe, dann ist es eine Todessituation. If I have no hope for future. Wenn ich keine Hoffnung für die Zukunft habe. If I am surrounded with lot of fears. Wenn ich viel mit Ängsten umgeben bin. If I am feel very lonely. Wenn ich einsam mich fühle. If I have broken heart. Wenn ich ein zerbrochenes Herz habe. If I have a question and there is no answers. Wenn ich Fragen habe, aber keine Antworten darauf. Many things could come to our life and make us dead. Viele Dinge können in unser Leben kommen, die uns innerlich leblos machen. Even we are moving. Even if we are moving. Auch wenn wir uns bewegen. Or working. Oder arbeiten. And traveling. Oder reisen. Speaking. Oder sprechen. But my question about inside. Aber meine Frage ist, wie geht es uns innerlich? Are you alive? Bist du am Leben? Do you have hope? Hast du Hoffnung? Are you healthy? Bist du gesund? Do you dream for future? Hast du Träume für die Zukunft? Do you have dream for his kingdom? Hast du Träume für sein Königreich? Or you are just kind of machine. Oder bist du innerlich wie eine Maschine? You cannot do anything else what you are doing. Du kannst nichts anderes tun als das, was du jeden Tag tust. And even we can see the reaction of death it's different from person to person. Okay, und die Reaktion auf Tod ist ganz verschieden von Person zu Person. In verse 20, if you would like to Im read. Vers 20, da steht, als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. These two sisters from same family. Das sind zwei Schwestern aus der gleichen Familie. They have the same problem. Und sie haben das gleiche Problem. It's the same brother who was dead. Es ist der gleiche Bruder, der gestorben ist. But one of them, she ran to Jesus. Aber eine rennt Jesus entgegen. And the other just fell paralyzed. She stay house. Und die andere ist wie gelähmt und bleibt im Haus. Our reaction is different from the death Unsere situation. Reaktion auf Tod ist immer anders. Not just the physical one. I'm speaking about all kind of Ich death. spreche jetzt über alle Todesarten, die es gibt. Sometimes we do kind of reaction. We want to do something, and sometimes even we cannot do anything. Manchmal hören wir von Tod und wir versuchen irgendetwas zu tun, um uns zu beschäftigen, und manchmal können wir gar nichts tun. Sometimes we express and speaking about that. Manchmal drücken wir das aus und sprechen darüber. And sometimes we have disease is called the silent Und disease. manchmal haben wir wie so eine Krankheit, die Schweigekrankheit ist. Even we don't want to speak about the subject. Ich will über das Thema nicht sprechen. Even we feel no power to do something. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr, etwas zu tun. And sometimes in front of the death we try to do all kind of compromising. Und manchmal versuchen wir auch, Kompromisse einzugehen. You can see people when they lose somebody very close. Manchmal, wenn Menschen jemand, der ihnen sehr nahe war, verloren haben, Sometimes they cannot believe that even for a few weeks or months. dann können sie das fast nicht glauben, für Wochen oder Monate. And they try to deny it. Und sie versuchen es abzulehnen oder zu verneinen. They try to think that maybe if they did something, that will not happen. Und sie denken, vielleicht, wenn ich irgendetwas tue, dann kann ich das ungeschehen machen. It's exactly what Martha said to Jesus in 21st. Das ist, was Martha auch zu Jesus sagt im 21. Vers. Can you read it? Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. If he was here, that will not happen. Wenn du hier gewesen wärst, If wäre I es nicht took passiert. this person to that doctor, this will not happen. Wenn ich diese Person zu dem Doktor genommen hätte, dann If wäre das I nicht passiert. didn't take this decision, this will not happen. Wenn ich die Entscheidung nicht getroffen hätte, dann wäre das nicht passiert. Sometimes we try to deny what happening and try to think if this happened, then this will not happen. Und manchmal denken wir, wenn ich das getan hätte, dann wäre das andere nicht passiert. But the reality, it's happened. Aber die Realität ist, es ist passiert. And it takes us a time to understand if there is case of death. Und es braucht seine Zeit, um es wirklich zu verstehen, wenn der Tod eingetreten ist. The other problem, when we believe that it's happened, it takes us to another point. We are disappointed Okay, und dann kommen wir an den Punkt oft auch, dass wir enttäuscht sind. and having no hope. Und wir haben keine Hoffnung mehr. And also this is death. Und das ist auch Tod. To have no hope, it's death.
Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, ist das Tod. To have no dream, it's death. Wenn wir keinen Traum mehr haben, ist das wie Tod. To not enjoying what God gave to you, it's death. Wenn wir uns nicht mehr an dem erfreuen können, was Gott uns gegeben hat, ist das Tod. Then we try to compromise, but the reality is the reality. Wir versuchen, Kompromisse einzugehen, aber die Realität bleibt Realität. In fact, not just the reality of this, but it's also make kind of result for the death. There is a result of Und es death. gibt auch ein Ergebnis aus diesem Tod oder eine Auswirkung. And we can see also this result, it's affecting all the people around that case. Und es wirkt sich auf alle Menschen um diesen Todesfall herum aus. In our story, you can see the people, what their reaction about what happening. In unserer Geschichte sieht man das auch, was für Auswirkungen das auf die Menschen hatte. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen. Yeah, It's missing something. yeah. He can also Okay. make him to not die. Ja, er hat dem Blinden die Augen geöffnet, also wieso hat er ihn nicht vom Tode bewahrt? Sometimes we try to doubt about God's love when we have death case. Manchmal zweifeln wir an Gottes Liebe, wenn wir einen Todesfall haben. Because we start to think about, is really God love this person? Und dann denken wir, hat Gott die Person wirklich geliebt? Is really God love this family? Hat Gott wirklich diese Familie geliebt? Why he allowed this to happen? Warum hat er das erlaubt, dass das passiert? Many of confusing happening when I have the death situation. Und wenn ein Todesfall eintritt, dann tritt auch oft Verwirrung mit ein. If I have no hope in this life, Wenn ich keine Hoffnung mehr in diesem Leben if I habe have no dreams for future, und keine Träume mehr habe, if I have a lot of question in my mind, wenn ich so viele Fragen in meinem this Verstand habe kind of confusing, it also sometimes makes me to doubt about his love. und diese Verwirrung, die bringt mich dann oft dazu, auch ihn anzuzweifeln, seine Liebe anzuzweifeln. Or if he is there or not. Oder gibt es ihn überhaupt oder nicht? Or if he is care about me or not. Kümmert er sich überhaupt um mich oder nicht? And that's very, very dangerous. Und das ist sehr schwierig, Because wenn wir this so is the denken. result of death. It's really affected us. Weil diese Auswirkungen des Todes, die haben eine Wirkung in unserem Leben. And it could also take us to more bad results. Und es bringt uns in noch mehr schlechte Auswirkungen. Sometimes it makes us to not even believing that God could do something. Manchmal glauben wir dann, dass Gott eigentlich gar nichts tun kann. Even it could make us to not believe that there is miracles. Eine Auswirkung kann auch sein, dass wir nicht mehr an Wunder glauben. You can see again what's the conversation happened between Jesus and Martha. Und das sieht man auch in dieser Konversation, die Jesus mit Martha If you can hatte. read the two verses, 21 and 22. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Then number 23. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. God try many times to speak to our heart that the situation will be changed. Gott spricht oft zu unserem Herz und sagt, die Situation wird sich verändern. But because our experience, Aber wegen den Erfahrungen, die wir gemacht haben, because our situation without hope, wegen dieser Situation, die keine Hoffnung mehr zulässt, sometimes we don't believe. deswegen glauben wir nicht. We don't believe that something will happen. Wir glauben nicht, dass irgendetwas passieren wird. Or sometimes we try to use our information and sometimes our information stop us from having miracle. Oder manchmal die Erfahrungen oder Informationen, die wir haben, die halten uns zurück, dass wir ein Wunder erwarten. Look, Martha, what she said to Jesus. Schaut doch, was Martha zu Jesus gesagt hat. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus speaking with her to tell her that he want to rise her brother. Jesus hat zu ihr gesagt, dass er ihren Bruder auferwecken möchte. And she want to tell him, yeah, I know some information about that. Und sie sagt, ja, ich weiß schon, ich habe da so eine Information, dass es irgendwann passieren wird. I read in scripture there is one day that all the dead people will rise. Ich habe in der Bibel gelesen, dass eines Tages alle Toten auferstehen werden. Sometimes when we have this kind of death situation Manchmal, wenn wir in so einer Situation des Todes stehen and God want to do something with us, und Jesus
eingreifen möchte and we don't want to receive new information, und wir nicht eine neue Information bekommen wollen or we are too much under depression, oder weil wir zu sehr in Depression sind, we try to push things for a future. dann wollen wir die Dinge in die Zukunft schieben. Yes, at the end of the days, Ja, am Ende des Tages. it will be solved. Dann wird es eine Lösung geben. Or sometimes we try to go back by time to the history. Oder manchmal gehen wir zurück in die Geschichte. And you know, God doesn't need to push us back or to push us in front of for the time. Und Gott muss uns nicht in die Vergangenheit nehmen oder in die Zukunft. Because if he want to do something, he can do it now. Wenn er das jetzt tun will in der Gegenwart, dann wird er es auch jetzt tun. He can do it now. Er kann es jetzt tun. Can I repeat it? Könnte das wiederholen? Er wird es He jetzt. can do it now. Er kann es jetzt tun. Because I know when I start to speak about this story, Okay, wenn ich über diese Geschichte spreche, maybe you start to think about something in your heart. vielleicht fällt dir dann etwas in deinem Herzen ein. Kind of something happened with you and solution could be in the future. Etwas, das mit dir passiert ist und du denkst, die Lösung liegt in der Zukunft. Or it's impossible to have solution because no way to go back Oder by time. es gibt überhaupt keine Lösung mehr, weil du nicht zurückgehen kannst in die Vergangenheit. But God always has new thing. Aber Gott hat immer Neues. God always has his solution. Gott hat immer seine Lösung. God always have hope. Gott hat immer Hoffnung. And he doesn't need me to decide when, Und er braucht mich nicht dazu, um die Entscheidung zu treffen, wann das passieren wird. but he want me to start believe. Aber er möchte, dass ich anfange zu glauben. Let me tell you a story. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. It was university and a student studying mathematics. Okay, es war an der Uni und die Mathematikstudenten waren. This student came to the lecture and he was late. Und der eine Mathestudent, der kam zu spät zur Vorlesung. And he didn't want to make noise when he entered the lecture because he was shy that he is late. Weil er etwas schüchtern war und es war ihm peinlich, dass er zu spät war, kam er ganz leise in die Vorlesung. He was so quiet, entered the big room of lecture and he sat in his place. Er hat sich so reingeschlichen und auf seinen Platz gesetzt. Already the professor was already explained a lot of things. Und der Professor hat schon alles Mögliche erzählt. He found in the big board that the professor wrote two different formulas. Und vorne an der Tafel standen zwei Formeln. It's like exercise or assignment that given to the student. Wie so zwei Aufgaben, die er für die Studenten gegeben hat. He knew that it should be the the homework for the next Yeah. time. Und er wusste, das wird wahrscheinlich die Hausaufgabe fürs nächste Mal sein. He just wrote it on his paper and after the lecture finished, he started to find solution. Okay, und dann hat er sich das aufgeschrieben und als er heimgegangen ist, hat er nach einer Lösung gesucht. But it was very difficult. Aber es war eine sehr schwierige He Aufgabe. tried the first day, the second day, the third day, nothing happened. Er hat 3 Tage lang versucht, diese Lösung zu finden und nichts ist passiert. And before the next lecture, he could just found solution for one of it and he couldn't find for the other. Und bevor die nächste Vorlesung kam, hat er nur die Lösung zu einer Aufgabe gefunden. He complained Und die about andere, das hat er nicht geschafft. he complained about why he give this very hard assignment. Und er dachte, warum haben wir so eine schwierige Aufgabe bekommen? He went to the professor to his office and knocked the door Und so hat er vor der Vorlesung beim Professor an die Türe geklopft and speak with the professor. und er wollte mit dem Professor Said, reden. I'm sorry, last time I wasn't in whole lecture Und er sagt, es tut mir leid, das letzte Mal habe ich die halbe Vorlesung verpasst. and the assignment you gave us, I try my best, but I just did one of it and I couldn't do the other. Und er hat gesagt, ich habe versucht, diese Hausaufgabe zu lösen, aber ich habe leider nur eine Aufgabe geschafft und die andere nicht. And professor asked, what assignment I gave you? Und der Professor sagte, von welcher Hausaufgabe sprichst du denn? Yeah, you gave us assignment to do it for this lecture. Du hast uns doch eine Hausaufgabe gegeben für diese Vorlesung. No, I didn't. Nein? No, I'm sorry, I came late to the lecture and I found that you wrote 2 assignments on the board and I tried to do my best. Und der Student hat gesagt, ich kam zu spät und ich habe gesehen, diese 2 Formeln, die du an die Tafel geschrieben hast. And he said, Und ich habe versucht, sie zu lösen. and you find solution? Und der Professor sagt, du hast eine And he Lösung showed gefunden? him the solution of the first one. Und er hat ihm die Aufgabe gezeigt, said, die er gelöst hatte, die erste Aufgabe. In fact, I didn't give assignment for students. Und der Professor sagte, das war eigentlich nicht die Hausaufgabe. I just explained to student
Ich habe nur den Studenten versucht zu erklären. I gave them 2 examples of formula that no one of the science could find solution of Okay, und it. ich habe ihnen nur ein Beispiel gegeben von 2 Formeln, die die Wissenschaft bis jetzt nicht lösen konnte. Sometimes our information stop us from having miracle. Manchmal behindert die Information, die wir haben, dass wir ein Wunder bekommen. Sometimes our experience holding us from go forward. Und manchmal hält uns unsere Erfahrung zurück, um vorwärts zu gehen. Sometimes we try to find our solution, but we forget that He has solution. Manchmal versuchen wir so eine menschliche Lösung, unsere Lösung zu finden und vergessen, dass er eine göttliche Lösung hat. Martha here tried to help Jesus. Yes, I know that my brother will resurrect it, but in the end of the world. Und Martha hat versucht, Jesus zu helfen und zu sagen, ja, ich weiß, er wird irgendwann mal auferstehen am Ende der Welt. Then Jesus told her this very important verse. Und dann hat Jesus ihr diesen ganz wichtigen Vers gegeben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Jesus is the resurrection. Jesus ist die Auferstehung. Jesus is the resurrection. Jesus ist die Auferstehung. Sometimes we celebrate His resurrected from death. Manchmal feiern wir seine Auferstehung vom Tod. And sometimes we do this celebration once per year. Und manchmal tun wir das einmal im Jahr. And we leave the rest of the year dead. Und den Rest des Jahres bleibt alles tot. But I will tell you something. Aber ich möchte euch etwas sagen. You cannot be Christian Du kannst kein Christ sein and believe just in one day that Jesus resurrected und kannst nicht glauben, dass Jesus an einem Tag auferstanden ist and live your style life that as Jesus didn't resurrected. und dann so weiterleben, als ob Jesus nicht auferstanden wäre. You cannot believe that He can resurrect it and don't believe that He is Himself the resurrection. Du kannst nicht glauben, dass er auferstanden ist, wenn du nicht gleichzeitig glaubst, dass er die Auferstehung ist. When He speaks in this verse and says that I am the resurrection, Wenn er in diesem Vers sagt, ich bin die Auferstehung, it's exactly when God speaks in Old Testament and speaks about Himself and give His names. okay, das ist so ähnlich wie wenn Gott im Alten Testament seinen Namen gesagt hat, ich bin. That is Jesus' identity. Das ist die Identität von Jesus. We are follower of that one who is the resurrection. Wir folgen dem, der die Auferstehung ist. We are not following a prophet Wir folgen nicht einem Prophet, who is dead today der jetzt tot ist and people can visit him in his grave. und die Menschen können sein Grab besuchen. We are following the one who is resurrected. Wir folgen dem, der auferstanden ist. And he is the resurrection. Und er ist die Auferstehung. He is the resurrection. Er ist die Auferstehung. Anybody hear this? Hat das jemand gehört? He is the resurrection. Er ist die Auferstehung. It's not just kind of something he has, but he himself. Es ist nicht nur etwas, das er hat oder getan hat, er ist es. And if you come today to worship him, Und wenn du heute kommst, um ihn anzubeten, please ask him that this resurrection will be style of your life. dann bitte ihn, dass diese Auferstehung zu deinem Lebensstil wird. And this is a calling from him. Und das ist ein Ruf von ihm. Jesus is calling all of us today to experience his resurrection. Jesus ruft uns alle, dass wir seine Auferstehung erfahren. In fact, he is inviting us to experience him as resurrected one. Er lädt uns ein, dass wir ihn als Auferstandenen erleben. But you know, we have to do something to Aber experience that. Wisst ihr, wir müssen etwas tun, damit wir das erleben. Look what happened in verse. Okay. In Vers 39 lesen wir dann, Jesus spricht, hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt schon seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. It's very sensitive when we're speaking about death. Okay, das ist ein ganz sensibles Thema, wenn wir über Tod reden. It's very sensitive if we are speaking about each one the things is dead in his life. Okay, und das ist sehr sensibel, weil wir über die Dinge reden, die in unserem Leben tot sind. And I want to ask a question about these 2 verses. Und ich möchte da eine Frage stellen wegen dieser 2 Verse. Which miracle is more hard? Welches Wunder ist schwieriger? To move a stone Einen riesigen Stein wegzurollen or to rise dead person? oder einen Toten auferwecken?
And it's strange that Jesus, who can rise a dead person, Und es ist schon komisch, dass Jesus, der einen Toten auferwecken kann, asking us to move this stone. dass er uns fragt, diesen Stein wegzurollen. But you know, this is a sign of our faith. Aber das ist ein Zeichen unseres Glaubens. It is our decision. Das ist unsere Entscheidung. Even today, you are hearing this message. Auch heute, wenn ihr diese Predigt hört, He will not force you to do something you don't want to do. er wird euch nicht zwingen, dass ihr etwas tut, was ihr gar nicht tun wollt. You can have all kind of excuse. Ihr könnt alle möglichen Ausreden haben. Look what Martha said. Schaut doch, was Martha sagt. It's something of what she learned from the culture. Es ist etwas, das sie in ihrer Kultur gelernt hat. It is science reality. Ja, und das ist auch Wissenschaft, This Realität. person, you want us to move the stone from his grave, Du willst, dass wir den Stein von seinem Grab wegrollen? already dead from 4 days. Er ist schon 4 Tage tot. In Jewish mind, the spirit can come around the body, the dead body, for 3 days. Im Jüdischen glaubt man, dass der Geist des Toten 3 Tage um den toten Körper herumgehen kann. But 4 days, the spirit is bye-bye. Aber am 4. Tag ist er auf jeden Fall weg. Not just this, there is another problem. Und da gibt es noch ein Problem. This flesh is already rotating. Ja, und sein Körper ist schon verrottet. Moving the stone is bad smelling. Und wenn wir den Stein wegrollen, dann stinkt es. It's bad thing to see. Und sieht auch nicht mehr schön aus. Please don't do it. Bitte tu das nicht. Many times Jesus want to touch something in our life and we want to say to him, no, please don't do that. Und oft will Jesus etwas in unserem Leben anrühren oder berühren und wir sagen, nee, tu das bitte nicht. It is more than physical death. Es ist mehr als physischer Tod. Because sometimes our relationship, should be healthy and alive, Denn unsere Beziehungen, die eigentlich gesund und lebendig sein sollten, sometimes already dead sind manchmal schon tot and rotated und auch verrottet. and has bad smelling. Und sie riechen nicht mehr gut. And it's better to be in the grave and we don't want to speak about that. Und es ist besser, wenn wir sie im Grab lassen und wir wollen nicht mehr darüber reden. And Jesus want to tell her, I want to see, do you believe? Und Jesus sagt, glaubst du? And this what he asked her again. Are you believing? Und das fragt er sie immer wieder, glaubst du das? If you believe, Wenn du das glaubst, you can take decision to move the stone. dann kannst du die Entscheidung fällen, den Stein wegzurollen. God will not force each one of us to do anything today. Gott wird uns nicht dazu zwingen, irgendetwas zu tun heute, das wir nicht tun wollen. It is calling. Er ruft uns aber. Do you have any dead part in your life? Hast du etwas, das tot oder leblos ist in deinem Leben? Is your dream dead? Ist dein Traum tot? Is your hope dead? Ist deine Hoffnung tot? Is your relationship dead? Gibt es Beziehungen, die tot sind? Do you have a broken relationship in your life? Hast du eine zerbrochene Beziehung in deinem Leben? Every time I mention that, I feel the Holy Spirit is speaking deeply for a people here. Jedes Mal, wenn ich das erwähne, habe ich das Gefühl, dass der Heilige Geist zu Menschen hier redet. And people later hearing this message. Und auch zu Menschen, die diese Botschaft später hören. Do you have a broken relationship you feel it's rotated? Hast du zerbrochene Beziehungen in deinem Leben, die schon halb verrottet You sind? don't want even to think about it. Du möchtest nicht mal mehr darüber nachdenken. This is the time Und das ist die Zeit jetzt, to move the stone, wo du den Stein wegrollen kannst, to let Jesus do something. damit Jesus was tun kann. Maybe you try 1000 times. Du hast vielleicht schon 1000-mal das versucht. Maybe you did your best. Vielleicht hast du auch dein Bestes versucht. Maybe you had bad experience. Vielleicht hast du eine schwierige Erfahrung schon It's gemacht. not depend about us. Es hängt nicht von uns ab. We cannot rise dead from death. Wir können die Toten nicht auferwecken. Only Jesus. Nur Jesus, Because he is the resurrection. weil er die Auferstehung ist. But we have homework. Aber wir haben eine Hausaufgabe. We need to decide to move that stone. Wir müssen die Entscheidung treffen, den Stein Even if wegzurollen. it's very bad situation. Auch wenn es die schwierigste Situation ist. And that's exactly what happened. Und das ist, was passiert ist. Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Danke. In fact, if you want to read the verse number 43,
Wenn ihr den Vers 34 lest, you have to read it as written. dann müsst ihr das so lesen, wie ihr das geschrieben habt. It says he's shouting. Es sagt, er hat es geschrien. He didn't say, Lazarus, come out. Er hat nicht nur so leise gesagt, Lazarus, komm He doch mal shout. raus. Er schreit. Even this dead person he can hear. Auch, dass die tote Person das hören kann. And I pray that the Jesus sound by Holy Spirit will let all of us to hear today. Und ich bete, dass durch den Heiligen Geist dieses Jesus in unser Leben schreien kann. And you know why he mentioned the Lazarus name? Und wisst ihr, warum er den Namen Lazarus auch erwähnt? Because if Jesus just said, come out, Wenn Jesus nur gesagt hätte, komm heraus, all the dead people in that grave will dann come wären out. alle Toten in diesem Grab aufgestanden. All the dead people in other villages will come up. Und all die anderen Toten in den anderen Dörfern auch. That's what God told us, that when they will hear the sound of the Son of Man, they will resurrected. Denn in der Bibel steht, wenn sie die Stimme des Menschensohnes hören, dann werden sie He auferstehen. mentioned Lazarus because he wanted him to rise. Aber er hat den Namen Lazarus gesagt, weil er wollte, dass er And aufersteht. I pray that you hear your name. Und ich bete, dass du deinen Namen hörst. Your name. Dass du deinen Namen hörst. Calling you to come up. Dass dein Name gerufen wird, dass du aufstehst. Calling you to rise up again. Dass du auferstehst. Call you to stand again. Dass du wieder aufstehen kannst. It is not your calling to be Christian and to be dead. Es ist nicht deine Berufung, dass du Christ bist, aber innerlich tot. It's not the calling from God to be Christian and to be in the grave. Es ist nicht unsere Berufung, Christ zu sein, aber gleichzeitig im Grab. You have to have this style of life, the resurrected life. Du sollst diesen Lebensstil, diesen Auferstehungslebensstil haben. Today he is calling me and each one of us. Und heute ruft er mich und jeden einzelnen von uns. No more death. Kein Tod mehr. Resurrection. Auferstehung. Only resurrection. Nur Auferstehung. But Aber move the stone. du musst den Stein wegrollen. Do you decide today to do that? Entscheidest du dich dafür? It's your decision. Es ist deine Entscheidung. Let us to take little time and close our eyes and Lasst uns jetzt eine Zeit nehmen, unsere Augen schließen let him to speak to us. und lass ihn zu uns reden. I don't know what inside the grave for each one of us. Ich weiß nicht, was innerlich in uns ist. But I know it should be rotated. Has bad smelling what is inside the grave. Aber das, was im Grab ist, das riecht schon schlecht. I know it's hard situation. Und ich weiß, das sind vielleicht schwierige Situationen. I know there is no hope. Ich weiß, da ist keine Hoffnung. But I believe that when you hear his voice, Aber ich glaube, wenn du seine Stimme hörst, he can create a new hope in you. dann kann er eine neue Hoffnung in dir schaffen. He is the only one can resurrect you. Er ist der Einzige, der Auferstehung bringen kann. He only one can let all the sadness go out from you. Er ist der Einzige, der die Trauer aus dir herausbringen And kann. new joy coming from your top to your feet. Und der neue Freude von oben bis unten in dich hineinlegen kann. He only one can cast out all the fears Es ist der Einzige, der wirklich die Furcht vertreiben kann. and baptize you with the peace. Und der dich mit Frieden taufen kann. He is the only one can speak to the very hard point in your life Er ist der Einzige, der an diesen ganz schwierigen Punkt in deinem Leben hineinreden kann. and give you new life and new hope. Und der ein neues Leben und neue Hoffnung hineinbringen kann. Please let us in the next few minutes Lasst uns die nächsten paar Minuten nehmen. hearing the music and the worship. Und wenn wir jetzt einfach ein bisschen Musik hören. And please take your decision today. Bitte mach diese Entscheidung heute fest. You can stay in your place Du kannst ruhig an deinem Platz bleiben and pray direct to him. und kannst direkt zu Gott You can sprechen. come to in front of, and I would like to call the leaders of the church. Und ich möchte die Ältesten der Gemeinde bitten, nach vorne zu kommen. If you need somebody to pray for you, Und wenn du jemanden brauchst, der für dich betet, because this is part of the church weil Job. das ist ein Teil unseres Jobs als Gemeinde. Even if you read in the verse number 44, even after God resurrected Lazarus, Und wir lesen in Vers 44, nachdem Gott Lazarus erweckt hat, he asked others to take all this bondage and release him. hat er die anderen gebeten, die Leinen von ihm wegzumachen. This is the time to hear the sound, but also to seek a prayer. Okay,
Nehmt jetzt Zeit, um wirklich Gottes Stimme zu hören, aber auch, wenn ihr Gebet braucht, dann kommt nach vorne. It's very precious time. Don't leave the place without taking your time with Him. Es ist eine ganz, ganz wichtige Zeit. Nehmt euch die Zeit und geht hier nicht raus, ohne Entscheidungen getroffen zu All haben. of us, we need Him. Wir alle brauchen das. All of us, we need Him. Wir alle brauchen ihn. All of us in this world, we have a lot of kind of death. Und wir alle auf der ganzen Welt haben viel Tod in unserem And Leben. He is the resource of life. Und er ist die Quelle des Lebens. Come to Him today. Kommt zu ihm heute. Let us to hear this music and song and take decision to pray. Und lass uns jetzt diese Musik einfach zuhören und nebenher mit ihm reden und diese Entscheidung treffen.